Hallo, hier ist euer Alex mit einem neuen Video zu einem HP Pavilion 17 Zoll Notebook. Das gibt es auch als 15 Zoll. Unser Modell heißt jetzt hier 17F022NG mit einem AMD A8 Prozessor. Gibt es aber auch mit einem Intel, Celeron, mit einem i5, mit einem i3. Und vor allem, es gibt es auch als 15 Zoll, das fast baugleich aussieht. Das sind vielleicht minimale Änderungen, aber vom Grundsatz her zeige ich euch mal, wie man da jetzt an den Arbeitsspeicher kommt oder wie man eine SSD nachrüstet oder wie man, wenn das Ding ein paar Jahre auf dem Buckel hat, wie man vielleicht eine defekte Festplatte austauschen kann oder eine BIOS-Batterie wechseln kann. Alles in allem wirklich kein Spaß bei dem Gerät, da muss man einiges zerlegen und wie ich ein bisschen recherchiert habe, sagt HP auch, dass die Garantie verloren geht. Ich zeige es euch jetzt mal, wie man hier vorgeht. So, zuerst müsst ihr alle Schrauben, die man hier auf den ersten Blick sehen kann, lösen. Das habe ich jetzt schon mal hier gemacht, größtenteils, weil sonst warten wir hier Stunden. Hier ist zum Beispiel die Schraube, wenn man die löst, dann kann man hier dieses DVD-Laufwerk hier rausziehen. So, und dann müsst ihr hier unten diesen Gummipfropfen, ich habe das auf der anderen Seite schon mal weggemacht, entfernen. Dann seht ihr eine kleine silberne Schraube. Ich entferne jetzt auch mal den anderen Gummipfropfen. Vorsichtig entfernen, damit der Gummi, damit der Kleber nicht verloren geht. Und natürlich zuerst den Akku rausnehmen, damit auch nichts passieren kann. So, und dann löst ihr jeweils auf jeder Seite jetzt hier mal diese silberne Schraube hier. Das machen wir jetzt mal hier schön. Legen wir uns mal ein bisschen zur Seite. Wichtig bei dem Modell gibt es im Endeffekt 3 verschiedene Schraubentypen. Mit schwarze Schrauben mit, ich glaube 4 mm sind das und welche mit 6 mm. Und eben diese silbernen Schrauben. So. Genauso müsst ihr hier natürlich die Schrauben hier lösen. Das ist immer ganz wichtig. Hier ist auch noch eine Schraube, die muss auch noch gelöst werden. Und natürlich hier diese Schrauben darf man auch nicht vergessen. Das legen wir uns alles mal hin. Das sind jetzt die, da steht immer schon drauf, mal 6,5 mm Länge. Und die lösen wir jetzt alle. So. Und wenn man dann, das kann man ein bisschen sich zurechtlegen, dass man es nicht verwechselt. So, und dann kann man jetzt hier diese Verblendung, man nimmt vielleicht einen flachen Schraubenzieher da unten ein bisschen hin, dann kann man diese Verblendungen hier ablösen. Auf der anderen Seite auch. Ein bisschen anheben. Vorsichtig vorgehen, das ist echt kein Spaß bei den Modellen. Man könnte natürlich auch eine Wartungsklappe irgendwie reinbauen, aber scheinbar ist das nicht möglich. Also darf ich euch dann in dem Video wirklich zeigen, wie man das Gerät komplett zerlegen muss, um nur eine Festplatte zu tauschen. So, dann müsst ihr natürlich hier, man sieht es ganz gut, hier sind am Notebook noch ganz flache Schrauben, die müsst ihr auch entsprechend mit einem, ich habe jetzt hier einen etwas besseren Kreuzschlitz, und damit kann man diese Dinge auch lösen, weil sonst reißt ihr am Gehäuse an und reißt dann noch irgendwo was weg. Das muss man auch entfernen. Jetzt nehmen wir mit einem magnetisierten Schraubenzieher. So, legen wir uns auch zur Seite. So, und jetzt hat man fast alles erledigt. Hier unten müssen jetzt auch noch ich zoome mal ein bisschen wieder weg. Hier unten müssen dann auch noch, diese Schraube muss auch noch gelöst werden auf beiden Seiten. Da haben wir auch noch eine Schraube. Also, das machen wir jetzt alles mal. Und dann müssen wir diese silbernen Schrauben hier unten lösen. Also, ich fasse das gleich nochmal für euch zusammen, dann ist es etwas einfacher zu verstehen. Also, im Endeffekt müsst ihr alle Schrauben, die ihr hier unten seht, lösen. Wenn dann diese Plastikklappen mal weggebaut sind, mit diesen 2 Schrauben, dann habt ihr hier noch hier unten noch 2 Schrauben zu lösen, die dann auch wegzumachen sind, damit wir dann diesen Deckel abheben. Man muss quasi die Unterseite, die Schrauben lösen, um die Oberseite abzulösen. Und das ist ein wirklich kniffliger Vorgang ein bisschen. Also, wir überprüfen nochmal, haben wir wirklich alle Schrauben entfernt. Vor allem die jetzt beim DVD-Laufwerk hier unten, die sich da verstecken unter dem DVD-Laufwerk. Ja, wenn das der Fall ist, dann kann man jetzt die Oberseite lösen. Ich habe das ein bisschen angelöst schon, aber man muss jetzt wirklich gucken, wo greift man rein. Also man kann vielleicht das hier oben ein bisschen
locker machen, ja, dass man das wirklich, oder ich habe jetzt in dem Fall, greife ich hier so ein bisschen, wenn man einigermaßen schmale Finger hat, ich meine, das sind jetzt nicht ganz so filigran, aber muss man irgendwo gucken, dass man dieses Ding mal zum Greifen bekommt, dass man das eben anheben kann, diese Oberseite. Und das mache ich jetzt mal hier einen berühmten Vorführeffekt, der dann hier unten, hier kommt man ein bisschen rein und kann das ein bisschen anheben. Aber so, und dann, wenn man das irgendwo zum Greifen hat, dann kann man gucken, dass man das, jetzt gucken wir nochmal, haben wir wirklich nicht das gelöst? Ja, das ist alles gelöst. Ganz wichtig noch, die eine Schraube befindet sich, die ist gegebenenfalls abgedeckt. Also diese eine Schraube müsst ihr auch lösen. Da ist gegebenenfalls so ein kleiner silberner ja, Aufkleber drüber. So, wenn das alles gelöst ist, dann könnt ihr das hier ablösen. Ich mache das jetzt nochmal. Ich weiß nicht, wie oft das noch gut geht. Wie gesagt, ich hatte vorhin das Video schon mal gemacht, aber da hatte ich keinen Ton. So, und dann wirklich ringsum ablösen und wirklich vorsichtig vorgehen, dass das nicht abreißt. So, und dann nicht anreißen, denn jetzt sieht man Flachbandkabel. Die muss man natürlich auch lösen. Hier dieses Ding nach oben klappen, diesen schwarzen. Ich zeige euch das später nochmal. Und dann kann man diese Kabel Nummer 1 rausheben. Dann haben wir noch ein kleineres Kabel, auch so diesen beigen Stecker nach oben kippen. Und dann haben wir noch hinten eins, das ist für den Anschalter, Stromanschalter, den auch ankippen und na. Ach ja, ein Spaß. So, anheben. Wenn man jetzt alle drei entfernt hat, kann man tatsächlich diese Oberseite ablösen. Vorsicht, das ganze Gerät kippt schon, weil es so leicht ist. Was man jetzt auch gut sehen kann, wenn ihr die Tastatur tauschen möchtet, auch ein Riesenspaß, denn die meisten Sachen, ich weiß nicht, wie der Fachausdruck ist, vielleicht schreibt das mal jemand in den Kommentaren, diese Tastatur ist mehr oder weniger ein bisschen in dieses Plastik rein vernietet, mit so, ja, Plastik vernietet, glaube ich. Ich weiß nicht, wie der Fachausdruck ist. Auf jeden Fall, die Tastatur hier zu lösen, werde ich jetzt nicht versuchen. Die ist quasi hier nochmal in so einer Metallschale drin. Und diese Metallschale ist wiederum, wie man sieht, an der Oberseite festgemacht. Also besser ist es hier wohl diese komplette Oberseite zu ersetzen. Eine direkte Nummer sehe ich jetzt nicht, aber man findet das sicherlich bei eBay oder sonst wo zum Kaufen oder bei HP direkt. Auf jeden Fall, das legen wir uns jetzt mal zur Seite. Und jetzt, wenn ihr jetzt nur die Festplatte tauschen wollt, dann sind wir jetzt fast schon, ja, am Ende. Weil jetzt findet ihr hier, nutzen wir mal unsere grandiose Zoom-Funktion, müsst ihr jetzt hier diese Flachbandkabel noch ein bisschen lösen. Das ist auch das so nach oben zu machen und dann ja, hier so wegzunehmen. Und jetzt könnte ich schon, dieses Kabel könnte man auch lösen, aber man kann auch vorsichtig vorgehen. Jetzt kann man diese Festplatte hier aus diesen Gummi, die mit so Gummidingern festgemacht sind, lösen. Könnte ich jetzt hier noch das SATA-Kabel abstecken. So, und jetzt habe ich diese Festplatte rausgebaut. Jetzt sieht man es, glaube ich, besser wieder. Also hier, die sind einfach nur mit so Gummidingern hier festgemacht. Jetzt könnte ich die SSD reinbauen. Stellen wir uns mal vor, das wäre jetzt eine neue Festplatte oder eine SSD. Dann mache ich hier das Ding wieder drauf. Und das ist schön hier, dass das schön sauber versinkt. Das ist jetzt eine 7 mm Platte von der Höhe her. Dann natürlich wieder schauen, dass das hier fest ist. Aber ich möchte jetzt noch zeigen, wie es weitergeht. Wenn ihr nämlich jetzt an den Arbeitsspeicher wollt, ja, dann dürft ihr tatsächlich das ganze Mainboard rausschrauben. Und das machen wir jetzt mal. Also effektiv überall, wo am Mainboard sind so weiße ja, Dreiecke, wo man denn die Schrauben ansetzen soll. Und jetzt hier drauf achten, das sind jetzt diese kleineren, die sind auch schwarz, aber die haben nur 4 mm Länge, also die sind einfach kürzer als die Gehäuseschrauben außen. Deswegen legen wir uns die vielleicht mal hier üben separat hin. So, dann schrauben wir das erstmal locker und wie gesagt, um das rauszuheben, müsst ihr jetzt überall noch hier dieses Flachbandkabel entfernen. Ja, dieses Flachbandkabel entfernen. Hier oben habt ihr noch ein Kabel, das entferne ich jetzt auch mal. Das ist für den Subwoofer. Müsst ihr auch wegstecken. Die anderen, das entfernen wir gleich.
So. Alles klar entfernt. Jetzt könnte man vielleicht noch oben dieses, mit dem anderen Schraubenzieher hier, diese WLAN-Karte ein bisschen entfernen, weil sonst rutscht die uns nur raus. Die schrauben wir jetzt auch mal locker. Ziehen die mal hier raus. So, und jetzt, da unten haben wir auch noch 2 Schrauben. Ihr seht schon, ein mega Spaß ist das. Wenn man sich jetzt da wenig auskennt und auch nicht rantraut, ich kann wirklich verstehen, dass auch HP sagt, ja, da ist da nichts mehr mit Garantie. Die Geräte sind halt wirklich so gebaut, dass sie am besten nicht zerlegt werden, habe ich das Gefühl. So. Aber wir zerlegen die und ich zeige euch das auch. Und wenn ihr Fragen habt, fragt mich. Ich bin vielleicht hier auch nicht immer perfekt, aber und vieles muss man sich wirklich beibringen, weil manchmal gibt es auch nicht wirklich ausführliche Reparaturanleitungen, sondern da muss man das wirklich selbst rausfinden. HP hat hier eine Anleitung. Wenn ich den Link finde, dann schicke ich euch die. So, also die Kabel hier oben habe ich jetzt mal angesteckt gelassen. Ja, und wenn man jetzt sieht, dann sieht man jetzt hier, ja, vielleicht kann ich wieder ein bisschen näher ranzoomen, zoome wieder weg, die Platine, mehr oder weniger. Und hier kann ich jetzt hier oben, den Arbeitsspeicher, na, wo haben wir es denn? Das ist heute ein bisschen gefriemelt, sage ich euch. Ersetzen. In dem Fall haben wir jetzt hier ein 4 GB Modul, PC3, also DDR3-Speicher L. Das steht dann in der Regel für 1,35 Volt Speicher. Das heißt, ihr müsst darauf achten, je nach Modell von diesem Pavilion, dass ihr einen PC3L 12.800 Speicher. Das müsste jetzt hier drunter stehen, schauen wir mal nach. S. S steht in der Regel für diese 1,35 Volt. Ein bisschen vorsichtig sein, dass ihr nichts weiter zerkratzt. So, und jetzt könntet ihr hier diese, zoome ich mal wieder ein bisschen weg. Jetzt könnt ihr eben diese Laschen hier seitlich öffnen und könntet jetzt diesen Arbeitsspeicherriegel ersetzen. In dem Fall ist es hier ein Samsung im Original. Ich sehe jetzt allerdings die Steckbank selbst, da steht jetzt 1,5 Volt drauf, das heißt, müssten beide Speichertypen gehen. Wenn ihr da dann einen vernünftigen Speicher nehmt, ich werde ihn jetzt nicht einbauen, aber so ein Crucial-Modul hier mit 8 GB, gibt es auch als 4 GB Modul, dann kann man eigentlich nichts verkehrt machen. So, und dann habt ihr, wenn ich das richtig so nachgefasst habe, bei den meisten Modellen sind die auf 2x8 GB aufrüstbar, das heißt auf 16 GB könnt ihr das Ganze aufrüsten. Hier sieht man auch jetzt auch ganz gut die BIOS-Batterie, die jetzt hier verbaut ist. Da könnte man jetzt eine ganz normale CR2032 reinbauen und die ersetzen. So, und jetzt beginnt der Ganze, stellen wir uns vor, wir haben jetzt den Arbeitsspeicher hier aufgerüstet. Wie gesagt, unser Kunde möchte den jetzt weiterhin mit 4 GB haben. Dann stecke ich vielleicht, bevor ich das zusammenklappe, erstmal wieder hier dieses WLAN-Modul rein. Standardmodul. Dann klappe ich das vorsichtig rein. Und dann schaue ich, dass das alles hier oben sieht man das schon, das muss alles richtig sitzen. Immer kontrollieren, nicht dass ein Stecker locker geht, das ist nämlich ein riesen Ärgernis, wenn ihr dann alles wieder zerlegen dürft. So, und dann stecke ich hier dieses Soundmodul, die linke Box wieder an, also nicht vergessen hier diese Box anzustecken. Hier mache ich mir wieder meinen, ich arbeite hier mit lauter Billigschraubenziehern. Also ihr braucht hier nicht unbedingt den besten Luxusschraubenzieher, aber ein vernünftiger Schraubenzieher sollte sein, dass er die Schrauben nicht abdreht. Und jetzt schiebe ich auch hier wieder diese Sache rein. Und ich habe es jetzt letztens erst gehabt, deswegen zeige ich es euch jetzt mal ein bisschen im Zoom. Wo kann man es denn ganz gut sehen? Ich denke mal, ja, hier sieht man es ganz gut. Zoomen wir ein bisschen weg wieder. So. Also man kann diese Dinger leicht anheben hier mit dem Fingernagel. Dann kann man diesen Stecker rausziehen und wenn man ihn wieder rein machen möchte, wieder aufklappen, reinlegen, meistens bis diese gestrichelte Linie hier dann gleich ist mit der Buchse. So, und dann kann man das ganz einfach zuklappen. Das ist eigentlich ganz simpel, aber vorsichtig vorgehen. Wenn euch nämlich so ein Ding abreißt oder kaputt geht, das ist ein großes Ärgernis, weil das bekommt man kaum wieder hin. Dementsprechend bitte geht vorsichtig vor. Ich kann auch keine Haftung für etwaige Schäden übernehmen. Wenn ihr unsicher seid, geht zu einem Fachmann. Leider gibt es halt immer weniger Fachleute oder Leute, die sich generell solche Notebooks noch aufschrauben möchten. So,
Dann kann man hier das auch alles zuklappen, also haben wir das schon mal festgemacht. Und jetzt schraubt bitte diese 4,5 mm, die etwas kürzeren schwarzen Schrauben rein. Jetzt geht eigentlich im Endeffekt, müsste ich euch das glaube ich jetzt hier nicht mal zeigen, sondern jetzt geht eben der ganze Spaß wieder zurück. Alles wieder zusammenbauen. Ein Heidenspaß für Jung und Alt, kann man sagen. Und wenn ihr euch ein bisschen mehr zutraut, dann könnt ihr jetzt schon mal diese Tastatur wieder draufbauen und dass zumindest der Einschaltknopf funktioniert. Dann könnt ihr zum Beispiel kurz testen, ob es denn läuft und dann erst zusammenbauen. So vermeidet ihr euch vielleicht ja, einen eigenen Wutanfall, wenn irgendwas noch schief gegangen ist oder wenn der Arbeitsspeicher doch nicht kompatibel war. Dann ist das natürlich damit einfacher machbar. So, mal gucken, ich glaube eine Schraube war hier falsch, die da hinten hin. So. Ja, und das schrauben wir jetzt alles mal wieder zusammen. Ihr könnt gerne mit dabei bleiben, wie ich das zusammenschraube. Ihr könnt euch aber auch jetzt selbst an das Zurückbauen machen. So, jetzt brauchen wir nämlich hier hinten noch eine 4,5 mm Schraube. Wo haben wir sie denn jetzt hier? Ja, hier ist sie noch. Ich habe das vorhin schon fast vertauscht, aber was man jetzt auch ganz gut noch sagen kann, diese Geräte, das, wie man jetzt gesehen hat, hier ist auch der Prozessor aufgelötet. Das heißt, für alle, die jetzt bei diesem Modell, gilt aber auch für manche Intel-Varianten, den Prozessor aufrüsten wollen, das klappt nicht bei jedem Modell. Viele sind jetzt gerade jetzt hier in 2014 oder wann immer ihr das Video anschaut, mittlerweile verlötet. So, jetzt prüfen wir nochmal, ob wir alle Sachen da schon mal hier festgemacht haben. Lieber zweimal schauen. Auch mir passieren da mal schnell Flüchtigkeitsfehler, wenn man abgelenkt ist durch Telefon, durch wen auch immer. So, Kabel sind alle sauber wieder drin. Wichtig, das WLAN-Kabel könnte man jetzt sagen. Ich meine natürlich das Antennenkabel für den WLAN-Empfang muss natürlich auch hier fest drauf sein weiterhin. Und die Karte sauber eingesteckt sein, sonst habt ihr nämlich keinen Empfang. So, das haben wir jetzt alles gemacht. Ja, und jetzt geht es wieder an die Sache. Jetzt wird das Ding wieder hier aufgesteckt. 3 Flachbandkabel, vielleicht fangen wir mit dem hintersten an, das geht am einfachsten. Wieder aufklappen hier und dann ist das ein Spaß, ich sag's euch. Dann haben wir das hier also reingelegt. So, zugemacht, fertig. Das gleiche hier bei der Tastatur. Also in der Regel müsst ihr dann wahrscheinlich komplette Top-Covers kaufen, falls ihr jetzt irgendwie einen Kaba oder einen Rotwein oder was auch immer in die Tastatur schüttet und sonst alles noch lauffähig ist, bloß die Tastatur nicht mehr. Ja, durch diese immer flacheren Bauweisen ist es dann halt wirklich so, dass man teilweise die komplette Oberseite tauschen muss. So, hier das dritte Flachbandkabel gar reinstecken. Ja, und dann kontrollieren wir nochmal alles. Kann das schon mal zumachen. Ja. Ach, alles einrasten hier. Man hört schon richtig laut klacken. Ich weiß nicht, ob das immer noch so klackt, wenn man es 20 Mal zerlegt hat. Ich habe es jetzt hier 2,5 Mal zerlegt. Aber es ist nicht wirklich zum Zerlegen hier gedacht. So, dann natürlich ganz wichtig, diese flachen Schrauben nicht vergessen hier wieder für das ja, unterhalb des DVD-Laufwerks. Dann nehmen wir den anderen Schraubenzieher, der mehr zupackt. So. Machen wir das hier wieder rein. Ja, und dann eben, ich denke, wir brechen jetzt hier mal ab. Alles wieder sauber zusammenschrauben, das Ganze hier, diese ganzen Schrauben nicht vergessen. DVD-Laufwerk können wir jetzt schon mal reinmachen. Das geht ein bisschen schwieriger. Hier, wenn es sauber zusammengeklipst ist, dann kann man auch das DVD-Laufwerk reinschrauben. Hier werden jetzt dann die längeren Schrauben reingeschraubt. Ich kann es euch dann doch noch mal etwas zusammenbauen. Hier kommt dann wieder diese Abdeckung drauf, dieses kleine, das meinte ich vorhin, das ist so ein kleiner silberner, sieht man das? Hier sieht man ja nur meine abgefressenen Fingernägel. So, das wird dann wieder hier drauf gemacht. Das ist nicht weiter wichtig, aber es sieht halt schöner aus. Hier im Übrigen, hier dieses runde, diese Abdeckung müsst ihr nicht entfernen. Das ist jetzt hier eine Blindabdeckung, sage ich ja mal. Es kann aber sein, dass je nach Modellvariante das leicht sich unterscheidet.
Und schraube ich jetzt überall hier diese etwas längeren Schrauben rein. Und ich denke, das kürzen wir jetzt hier wirklich mal ab, weil das ist jetzt wirklich nicht allzu spannend. Wichtig ist halt dann hier die silbernen Schrauben in diese, einmal in diese Abdeckung halt hier wieder reinzuschrauben hier. Die andere war hier oben. Ja, das war jeweils hier und hier. Nicht, dass wir es verwechseln. Genau. Weil die lange 6,5 mm, da helfen die wirklich diese Beschreibungen, die gehören hier rein. Ja, zusammenschrauben und dann hier überall wieder die Schrauben reinmachen. Ja, wir brechen jetzt hier ab, das macht nämlich keinen Sinn. Wenn ihr noch Fragen habt, fragt mich, wie immer keine Gewähr bei etwaigen Schäden oder dergleichen. HP sagt, wie gesagt, in dem Forum habe ich das gelesen, von so einem Admin. Da hieß es ja, Garantie geht verloren. Also macht das wirklich nur, wenn ihr jetzt nach 2, 3, 4 Jahren feststellt, die Festplatte ist kaputt oder ihr möchtet mehr Arbeitsspeicher. Bis 16 GB sollten bei den meisten Modellen, wie gesagt, gehen, reinbauen. Oder, was natürlich richtig Geschwindigkeit bringt, wenn ihr eine SSD, eine Solid-State-Disk reinbaut. Das macht natürlich richtig Spaß. Dann ist das Gerät nämlich auch danach in der Regel deutlich fixer. Bis bald, euer Alex.